Wir stehen hier vor einem Prunkschreibtisch. Er gehört zu einer Sammlung von Möbeln des Barock und wurde mit Marqueterie verziert. Das Besondere an dieser Technik der sogenannten Marqueterie ist, dass man verschiedenfarbige Furniere zusammensetzt. In dem Fall, wie jetzt hier an dem Schreibtisch, nennt sich die Marqueterie Boule-Marqueterie. Die war vor allem Ende des 17. Jahrhunderts und Anfang des 18. Jahrhunderts sehr beliebt und wurde von Auftraggebern, vornehmlich aus dem Adel und Klerus, in Auftrag gegeben. Dieser Prunkschreibtisch ist sozusagen das größte Objekt, wo wir die Boule-Marqueterien finden. Wir haben noch andere, kleinere Objekte, aber an diesem Schreibtisch sieht man einfach eine sehr großflächige Dekoration mit Boule-Marqueterien. Die Besonderheit an diesem Möbel ist sicherlich die kunsthandwerkliche Verarbeitung. Wir wissen auch den Namen des Kunsttischlers. Er hieß Ferdinand Plitzner und hat um 1715 diesen Schreibtisch angefertigt. Wenn man ins Detail geht, sieht man auch ganz schön, dass nicht nur die speziellen Materialien Horn, Schildpatt, Zinn, Messing verarbeitet wurden, sondern auch kleinere Einlagearbeiten aus Perlmutt zum Beispiel eingelegt sind, die zusätzlich noch alle graviert wurden. Die Ornamentik an sich besteht aus einer floralen Ornamentik mit Rankenornament. In der Möbelrestaurierung kümmern wir uns um die Objekte, die für die Ausstellungen vorbereitet werden müssen. Wir kümmern uns auch um die Objekte, die im Depot lagern. Für die Vervielfältigungstechnik der sogenannten Boule-Marqueterie werden einzelne Bleche aus Messing und Zinn in Kombination mit dünnen Furnieren aus Horn und Schildpatt dementsprechend gleich groß zugeschnitten und miteinander verleimt. Zu einem Schichtenpaket, da die einzelnen Ornamentteile nach dem Aussägen wieder getrennt werden sollen, befinden sich zwischen den einzelnen Materialien jeweils eine Schicht Papier. Und dieses Papier wird mit einem historischen Leim oder damals mit einem sogenannten Hautleim verleimt. Das ist ein Granulat, welches in Wasser aufgequollen wird. Und wenn es kalt ist, ist es ein gelartiger Zustand. Wenn man es erwärmt, von daher wird es auch Warmleim genannt, ist es ein flüssiger Zustand und kann wie ein Leim aufgestrichen werden. In dem Fall habe ich dann also meine 4 genannten Materialien zu einem Paket aufgeleimt, setze meine Ornamentvorlage als Papier obendrauf. Das gibt mir dann die Richtung, wie das Ornament aussieht und an welchen Konturen ich aussägen darf. Man muss sich also vorstellen, dass man die zusammengesetzten Schichtenpakete nicht mit einer Laubsäge ausgesägt hat, sondern auf einem Sägebock. Dieser Sägebock, der hier im IKK steht, wurde rekonstruiert nach einer Vorlage aus dem 19. Jahrhundert. Wir sammeln nicht nur historische Materialien, sondern versuchen auch historische Techniken zu vermitteln an Studierende oder auch an Praktikanten, damit sie sich mit den historischen Techniken auseinandersetzen können. Nach dem Aussägen mit dem Sägebock ergeben sich dann die einzelnen Ornamentteile, die ja in dem Fall noch zusammengeklebt sind. Aber nach dem Einlegen in ein Wasserbad lösen sich die Papierschichten mit dem wasserlöslichen Leim und ich kann mir meine in dem Fall drei verschiedenen Furnierteile voneinander lösen. Erstmal ordnen, dann habe ich quasi von jedem Material ein Ornament in einem gleichen Material, Blech oder Furnier. Und dann wäre sozusagen die Vervielfältigungstechnik der Schritt, dass man dann die einzelnen verschiedenen Teile alternierend zusammensetzt in einem Wechselspiel. Dadurch entsteht diese Materialkombination aus Schildpatt, Messing und Zinn. Und wenn ich das fertig habe, habe ich dann mein Ornament. Vereinfacht gesagt sind es Positiv- und Negativbilder. Die Zusammensetzung kann man sich vorstellen wie bei einem Puzzle, wo die Teile passgenau zusammengelegt werden und dann insgesamt ein Ornament ergeben. Und um dem Ganzen noch eine Farbgebung zu geben und ein bisschen spannender und fröhlicher zu gestalten,
färbt man sozusagen ein Papier ein mit Pigmenten, entweder Zinnober oder damals war auch ursprünglich Ultramarin sehr in Mode, welches aus Lapislazuli hergestellt wird. Und das wird dann unter das Schildpad oder Horn gelegt und bekommt dadurch einen farbigen Akzent. Zuletzt kann das Metall noch graviert werden. Gravieren ist eine spanabhebende Tätigkeit. Damit kann ich dann nochmal dem Ornament eine besondere Zeichnung geben. Die vertieften Konturen können dann noch mit einem schwarzen Kit ausgefüllt werden, sodass der Kontrast noch stärker wirkt. Mir persönlich gefällt am besten an der Technik einfach dieser Trick der Vervielfältigung, aber auch die Ornamentik des Barock. Die Boulle-Technik ermöglicht eine sehr filigrane Ausarbeitung der Ornamente, aber auch das Farbenspiel, was eben durch die Materialität hervorgerufen wird, beziehungsweise durch die Unterlegung mit Pigmenten nochmal so richtig schön farblich zum Ausdruck kommt.